guten Abend hier im Trafo, den wir, naja, mit etwas Mühe errungen haben für den heutigen Abend. Wie Sie sehen, da sind gut, also ich bin Krause von dem Verein Salam Shalom, Arbeitskreis Palästina-Israel. Wir sind 3 Gruppierungen, die hier heute Abend den Abend veranlasst haben. Das ist einmal die jüdisch-palästinensische Dialoggruppe. Und die Frauen in Schwarz. Ja. Also Salam Shalom, Arbeitskreis Palästina-Israel. Ja? Der Referent, und er lehrt an der Universität in Exeter, Südengland. Das ist eine von den Exzellenzuniversitäten in England, Großbritannien. Und er ist außerdem noch der Direktor des Europäischen Zentrums für Palästina-Studien. Es gibt nur eins und das ist das, was er leitet. Also wirklich eine prominente Persönlichkeit. Neben ihm sitzt Marco Helmbrecht, der sich kurz entschlossen halt eben dazu hat überreden lassen, die Übersetzung, die Dolmetscher-Sache zu machen, weil unser bisheriger Herr hatte sich also dann doch lieber zurückgezogen. Ist okay, müssen wir. Er ist von der Gruppe oder das ist eine Zeitung oder ein Online-Magazin Klasse gegen Klasse. Und dass wir hier sein können, verdanken wir vor allen Dingen den Herrn Rechtsanwalt Mathis Breuer. Guten Abend, Masa al-Khair, Erev Tov, good evening. Thank you, Marco, for translating. What we will do, I will speak for a few sentences, sit down, Marco will translate, I will get up, and this is my exercise for this year. Wir werden es also no, I don't want to, ja, bitte. Dass sie dann ein paar Sätze vortragen wird. Ich darf währenddessen übersetzen und er nutzt die Gelegenheit zur sportlichen Betätigung und stellt sich hin und setzt sich wieder, während ich fertig bin mit meinem Satz. That's it, because I don't think the people in the back can see me. It's a great pleasure to be here after so many years. But there is a feeling that history repeats itself. We went through similar anxiety in 2009, but I'm glad that at least the legal system in Germany is still open-minded enough and reminding the people of Germany that it is still a democracy. Es ist ein großes Vergnügen für mich, nach so vielen Jahren wieder hier zu sein. Gleichzeitig bekommt man den Eindruck, dass die Geschichte sich wiederholt, wie es bereits 2009 hier der Fall war. Allerdings zeigt zumindest das juristische System, die deutsche Justiz der deutschen Gesellschaft, dass sie einen offenen Geist besitzt und dass sich Deutschland noch immer um eine Demokratie handelt. We are having some good news in the last 4 days, and probably this will continue for another 2 days at least, which will mean that for 6 days now the people of Gaza would not be bombarded from the air. And some humanitarian aid, not enough, but more than before, would enter the Gaza Strip. And we can only hope that people would use this break in the fighting to think again
about the next steps. Uns haben zuletzt einige gute Nachrichten erreicht. Zuerst waren es 4 Tage und nun handelt es sich um 2 weitere Tage, also insgesamt 6 Tage, in denen die Menschen im Gazastreifen nicht bombardiert werden und gleichzeitig eine Zeit, in der zumindest etwas nicht genug humanitäre Hilfe den Gazastreifen erreichen kann. Wir können nur hoffen, dass die Menschen diese Feuerpause nutzen können, um neu über die Situation nachzudenken. The most important thing we hope that people would be able to understand in those days when the fighting has stopped is to rethink their policies, their attitudes, their opinions about what happened on the 7th of October and what happened after the 7th of October until today. Das Wichtigste, was die Menschen tun können während dieser Feuerpause, ist, neu darüber nachzudenken, welche Haltung sie einnehmen können über die Maßnahmen, die getroffen wurden, welche Meinung sie davon haben können, was geschehen ist am 7. Oktober und was in den Tagen seit dem 7. Oktober geschehen ist. What they should understand is something that was already hinted to by the Secretary General of the United Nations when he said that he condemned the actions of the Hamas on the 7th of October, but he wanted to remind the world that these actions took place within both a historical context and a moral context. Etwas, das die Menschen verstehen sollten, ist auch etwas, das der Generalsekretär der Vereinten Nationen gesagt hat, direkt nach diesem Ereignis, dass er die Aktionen der Hamas am 7. Oktober verurteilt, aber gleichermaßen der historische und der moralische Kontext bedacht werden müssen. It is still in many countries, including in Germany, considered to be anti-Semitic to mention the context. But we should insist as educated people, intelligent people, people who are confident about the morality, that people would not shut us up when we want to explain to ourselves and others what happened and what should happen next. Uns wird immer noch in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, gesagt, dass es antisemitisch sei, diesen Kontext zu benennen. Jedoch sollte uns als intelligente Menschen, als Menschen mit Moral wichtig sein, nicht still zu sein und zu sagen, was dort geschehen ist und was nun geschehen sollte. And this evening I would like to talk about both the historical context and the moral context. And it's very important to talk about these two contexts because what we have without it is something we call in English, and we found a word in German for this, is only the pretext, not the context, the excuse. That's what happens when an event is used in order to fulfill policies that usually are not being done because of moral inhibitions, political consideration, and then people take an event like the 7th of October and say, we now have an excuse to do things that we were reluctant, we were hesitant to do before the 7th of October. Es ist wichtig, jetzt über diesen historischen und den moralischen Kontext zu sprechen, über diese beiden Kontexte. Denn was wir jetzt vor allem haben, ist ein Vorwand, aber kein Kontext, eine Entschuldigung dafür, wenn man
wenn Leute sagen, dass man ein Ereignis hernehmen kann, um politische Maßnahmen durchzusetzen, die einem zuvor unmöglich gemacht waren wegen gewisser moralischer Bedenken oder politischer Gründe, um dann eben ein solches Ereignis zu nehmen, um Dinge umzusetzen, die zuvor nicht möglich waren, wo man zuvor hatte zögern müssen, um sie umzusetzen. For many politicians in Israel, the events of 7 of October are a pretext to occupy the Gaza Strip, to continue the ethnic cleansing of the Palestinians, and for some Israeli politicians in the government, it may be even a pretext to go and settle again and Judaize the Gaza Strip. Für viele PolitikerInnen in Israel ist es ein Vorwand, Gaza zu besetzen, die andauernde ethnische Säuberung Gazas fortzusetzen, und für manche PolitikerInnen in der israelischen Regierung ist es gar ein Vorwand, um Gaza wieder zu besiedeln, es zu judaisieren. For other politicians in Israel, it's a pretext to ethnically cleanse people in the West Bank, to increase the number of Palestinians killed into numbers that we have never had before in the West Bank, and to arrest thousands of people without trial. All these things happened before, but never at that level. And the events of 7 of October were used as an excuse to increase the oppression of the people of the West Bank. Für andere PolitikerInnen in Israel ist es ein Vorwand, um das Westjordanland ethnisch zu säubern, die Zahl der PalästinenserInnen, die getötet werden, zu erhöhen, Tausende festzunehmen und zu inhaftieren ohne Prozess. Das sind alles Dinge, die bereits zuvor geschehen waren, jedoch nicht auf diesem Niveau, und es ist nur der Vorwand, dieses Niveau zu steigern. For other politicians, it is a pretext to increase the discrimination against the Palestinian citizens of Israel. Many of them were fired from their jobs just because they are Palestinians. Many of them are afraid to go to their jobs, and many of them do not dare to speak and tell us what they feel and what they want. And this is all done under the pretext that the 7th of October gives license to Israel not just to be an apartheid state, but also to be a fascist state. Für andere PolitikerInnen ist es der Vorwand, die Diskriminierung gegen palästinensische BürgerInnen Israels zu steigern. Viele von ihnen wurden entlassen, weil sie palästinensisch sind. Viele von ihnen haben Angst, zu ihrer Arbeitsstelle zu gehen. Sie haben Angst, offen zu sprechen. Und für all das bietet die Geschehnisse des 7. Oktobers den Vorwand, in Israel nicht nur einen Apartheidsstaat zu praktizieren, sondern es zu einem weiteren Schritt zu kommen, zu einer faschistischen Regierung. For some governments in the West, the events were a pretext to increase Islamophobia, to silence, even in more severe ways, the freedom of speech on Palestine, and to try and use the events in order to cut the freedoms that people enjoyed in several countries where there is a large number of Muslim community and a large sections of society who are in solidarity with the Palestinians regardless of who they are. Für einige Regierungen im Westen war es ein Vorwand, um die Islamophobie zu steigern, die freie Meinungsäußerung in Bezug auf Palästina zum Schweigen zu bringen. Sie haben dieses Ereignis benutzt, um einige der Freiheiten zu beschneiden in solchen Ländern mit größerer palästinensischer Community oder auch in die Solidaritätsbewegungen in denjenigen Ländern zu beschneiden, wo die Solidarität mit der palästinensischen Bewegung groß ist. And you can do this if you ignore the context.
So let me first talk about the historical context, and then I will talk about the moral context. The historical context of what happened on the 7th of October goes back first and foremost to 1948, to the catastrophe that happened, which, as many of you know, the Palestinians called the Nakba. All das ist nur dann möglich, wenn man den historischen Kontext ignoriert. Deshalb werde ich zuerst über den historischen Kontext sprechen, um dann auf den moralischen Kontext zu sprechen zu kommen. Der historische Kontext dessen, was am 7. Oktober geschehen ist, geht zurück ins Jahr 1948 zu der Katastrophe, die die Palästinenser in Nakba nennen. Contexts don't justify everything, but they explain a lot. And this is relevant to 1948 because it tells us how the Gaza Strip came into being. Because before 1948, there was no Gaza Strip. This is an invention of the Nakba. Israel created the Gaza Strip because it wanted to have a huge refugee camp into which it could push hundreds of thousands of Palestinians from the central and southern parts of Palestine. And that's how they created the Gaza Strip as the biggest refugee camp in the world already in 1948. Also den historischen Kontext zu erklären, bedeutet nicht, alles zu rechtfertigen, was geschehen ist, aber es hilft uns, eine Menge zu erklären. Es zeigt uns, wie Gaza zustande kam. Vor 1948 gab es keinen Gazastreifen. Es ist eine Erfindung der Nakba. Dort wurde ein riesiges Geflüchtetenlager geschaffen, in das Hunderttausende PalästinenserInnen aus dem Zentrum und dem Süden des Landes dorthin vertrieben wurden. Und so kam das größte Flüchtlingslager der Welt zustande. The last group of people expelled into this huge refugee camp called the Gaza Strip were the people living in villages on whose ruins some of the kibbutzim that were attacked on the 7th of October were built. Die letzte Gruppe, die in dieses riesige Flüchtlingslager vertrieben wurde, stammten aus einigen der Dörfer in der Nähe, auf deren Ruinen einige der Kibbutzim erbaut wurden, die am 7. Oktober in der Attacke betroffen waren. There's a famous document in the Israeli archive called Order Number 40 from the Central Command of the Israeli Army to the commander that oversees the expulsion of Palestinians to Gaza from the 25th of November 1948. And in the document, he lists all the names of the villages that has, and I quote word by word, these villages have to be destroyed, its people have to be expelled to the Gaza Strip, the villages should be burned, and the stone houses of the villages should be demolished. Es gibt ein berühmtes Dokument, das in den israelischen Archiven liegt, der sogenannte Befehl Nummer 40 des zentralen, also der Oberbefehlshaber, würde man sagen, der israelischen Armee an den General, der für die Vertreibung der PalästinenserInnen zuständig war, vom 25. November 1948, in dem er wörtlich sagte, dass diese Dörfer alle zerstört werden müssen, dass die Menschen dort vertrieben werden müssen, dass die Dörfer niedergebrannt werden müssen und dass die Steinhäuser in diesen Dörfern zerstört werden müssen. At least half of the population in the Gaza Strip is old enough either to remember that
Katastrophe, or they are second and third generation who know very well what happened. And if you remember, in 2018, the people of Gaza demonstrated next to the fence between Israel and the Strip, demanding their right of return to the villages from which they or their parents or their great-parents were expelled. Wenigstens die Hälfte der Bevölkerung in Gaza ist alt genug, um diese Vertreibung zu erinnern, oder sie gehört der zweiten oder dritten Generation derjenigen an und weiß, was damals geschehen ist. Wir erinnern uns an 2018, als die Menschen von Gaza demonstriert haben, direkt neben dem Zaun, der Gaza von Israel trennt, und sie forderten dort das Recht, zurückzukehren in die Dörfer, aus denen sie einstmals vertrieben worden waren. Many people in Gaza also have a more recent historical context, which is the 56 years of Israeli occupation of both the West Bank and the Gaza Strip, an occupation that included imprisonment without trial, demolition of houses, expulsion of people, killing of people, and in this respect, the Palestinians of the West Bank and the Gaza Strip are one big family. Viele der Menschen haben eine weitere, kürzlichere historische Referenz. Sie erinnern sich an 56 Jahre der Besetzung sowohl des Westjordanlandes als auch Gazas, an 65 Jahre der Inhaftierungen ohne Prozess, der Zerstörung von Häusern, der Morde an den Menschen. Und so sind die PalästinenserInnen in der Westbank und in Gaza eine große Familie. Half of the people in Gaza are under the age of 18, and many of the people who took part in the operations of the 7th of October are young people, and they know only one reality, a reality of 70 years of living in a ghetto, which was 4 times bombed from the air by the heaviest aircrafts that any modern army has. If you compare it to the Ukraine, one day in Gaza compares to the whole war in the Ukraine in terms of the number of bombs dropped on the people of Gaza and the damage. As you probably know by now, in the last months alone, Israel dropped more TNT on Gaza than was dropped on Nagasaki and Hiroshima during the Second World War. Nun ist die Hälfte der Menschen in Gaza unter 18 Jahren alt und viele derjenigen, die an den Operationen am 7. Oktober teilgenommen haben, sind sehr jung. Sie kennen eine einzige Realität, nämlich 70 Jahre des Lebens in einem Ghetto. In der Zeit wurde die Region 4-mal schwer bombardiert mit den schwersten Flugzeugen, die irgendeine moderne Armee aufwarten kann. Vergleichen wir es mit dem Krieg in der Ukraine, so ist ein Tag in Gaza so zerstörerisch wie der gesamte Krieg in der Ukraine. Die Zahl der Bomben, also was die Zahl der Bomben angeht und den Schaden, der dort angerichtet ist. Die Masse an TNT, die Israel in Gaza verwendet hat, übersteigt inzwischen die Sprengkraft der Bomben, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden. Does this all justify morally what happened on the 7th of October? The answer is no. Not that we know precisely what happened. There's a lot of misinformation. But what we do know is enough for us, for me at least, as a moral person, to say there were actions taken by the Hamas which are war crimes and should not be accepted. Rechtfertigt nun all das moralisch, was am 7. Oktober geschehen ist? Die Antwort für mich ist nein.
Wir wissen noch nicht alles oder noch nicht präzise, was sich dort alles abgespielt hat, denn es herrscht viel Desinformation. Für mich als moralische Person ist jedoch das, was bekannt ist, genug, um zu sagen, dass die Aktionen der Hamas Kriegsverbrechen waren, die zumindest ich für nicht akzeptabel halte. In the history of struggle against oppression, in the history of struggle against colonization, and this is what the Palestinian struggle is, there are chapters of violence committed by the oppressed or by the colonized that are immoral and are not accepted regardless of our full understanding for why there is a struggle or why we justify in general the struggle. In der Geschichte der Kämpfe gegen die Unterdrückung und gegen den Kolonialismus, und das ist es, was die PalästinenserInnen vor Ort tun, sie führen einen antikolonialen Kampf, gibt es Kapitel der Gewalt der Unterdrückten, die unmoralisch sind, die nicht akzeptiert werden können auf Grundlage dessen, was ihnen angetan wird. Yeah, that's good. I think it's about right. It's, okay, good. It's not easy, I know. But in all these cases, nobody said that the crime, the massacre, did not or led us not to justify the cause. I will give two examples. It's okay? You want first? Okay. In all diesen Fällen gab es niemanden, der behauptet hätte, dass die Verbrechen oder die Massaker die Legitimation des Befreiungskampfes in seiner Gänze in Frage gestellt hätten. Ich werde zwei Beispiele nennen. In 1831, an African slave in America called Nat Turner massacred the families of slave owners. Nobody said that this action does not justify the continued struggle against slavery and continued struggle for the abolition of slavery. 1831 verübte der afrikanische Sklave Nat Turner in den USA ein Massaker an den Familien von Sklavenbesitzern. Niemand behauptete, dass dieses Massaker die Legitimation des Kampfes für die Abschaffung der Sklaverei in Frage stellen würde. In July 1962, the Algerian Liberation Movement massacred families of the French settlers in the city of Oran, and nobody said that because of that Algeria should not be free and that the French colonialism should not end. Im Juli 1962 verübte die algerische Freiheitsbewegung ein Massaker an den Familien von Siedlern in Oran und niemand sagte, dass wegen dieses Massakers Algerien nicht frei sein sollte. When you don't have this moral compass, if you don't have this moral understanding, you are falling into the trap of the Israeli propaganda that, if you think about it, is totally insane, the way they explain to themselves why what happened on the 7th of October happened. Wenn man das nicht in Betracht zieht, dann verliert man den moralischen Kompass und tritt in die Falle der israelischen Propaganda, die vollkommen wahnsinnig ist darin, wie sie sich erklärt, was am 7. Oktober geschehen ist. For example, the Israelis claim that what happened on the 7th of October is equivalent to the Holocaust in Europe. If the Holocaust in Europe was one morning of killing 1,200 people, then those who deny the Holocaust have a point.
Nun sagen zum Beispiel einige Israelis, dass das, was am Morgen des 7. Oktober geschehen ist, gleichzusetzen sei mit dem Holocaust in Europa. Wenn nun aber ein Morgen, an dem 1200 Menschen getötet wurden, wenn es gleichbedeutend wäre mit dem Holocaust in Europa, dann hätten die Holocaustleugner einen Punkt. It's an abuse of the Holocaust memory. And if the idiot, which is the second name of the Israeli ambassador to the United Nations, wears a yellow star, it means either he's totally ignorant what the yellow star was, or he's not ignorant, and that's even worse. Das ist ein Missbrauch an der Erinnerung des Holocausts. Und wenn nun dieser Idiot, der Botschafter Israels bei den Vereinten Nationen, Idiot ist sein Zweitname, sich einen gelben Stern in der Vollversammlung anheftet, dann bedeutet es entweder, dass er vollkommen ahnungslos ist, was dieser gelbe Stern bedeutet, was schlimm genug wäre, oder aber er weiß, was er bedeutet, und das wäre noch viel schlimmer. Maybe he should be educated again. My parents wore the yellow star here. I know what it means. He doesn't know. But this is the message that the Israeli media and the politicians are conveying to the Israeli public. Some of them said, even the Nazis didn't do things like that. You have to be in Israel and to know Hebrew to believe me that this is the discourse in Israel. It's not only wrong. Actually, the Israeli discourse is wrong. It is idiotic. It's an infantile discourse which has only one intention: to increase the hate and the racism towards the Palestinians in order to justify the genocide in Gaza. Vielleicht sollte dieser Botschafter noch einmal unterrichtet werden. Meine Eltern haben diesen gelben Stern getragen. Ich weiß also, was er bedeutet. Er weiß es offensichtlich nicht. Das aber ist die Nachricht, die israelischen Medien und die PolitikerInnen der israelischen Öffentlichkeit darbringen. Sie behaupten, dass noch nicht einmal, also dass es schlimmer war als das, was die Nazis getan haben. Man muss tatsächlich in Israel sein und Hebräisch können, um zu glauben, was dort alles gesagt hat. Aber was dort gesagt hat, ist nicht nur falsch, es ist ein vollkommen idiotischer, infantiler Diskurs, der einzig und allein dazu dient, den Hass und den Rassismus zu steigern, um den Genozid an den Menschen in Gaza zu rechtfertigen. The Israeli academia tries to be more careful, and they prepared a different narrative. The narrative is that what happened on the 7th of October is an operation that was planned in Iran, and it is part of the history of the fanatic Islamic groups like the Islamic State, and therefore this was not only an attack on Israel, this is an attack on Western civilization. Die israelische akademische Öffentlichkeit versucht, ein etwas anderes Narrativ zu entwerfen und sind dabei etwas vorsichtiger. Dort wird behauptet, dass es sich um eine im Iran geplante Operation gehandelt habe, die sich einbette in die Geschichte der islamischen Gruppen in der Region, wie zum Beispiel dem islamischen Staat, Daesh, ISIS. Und damit wird aus der Aktion nicht nur ein Angriff auf Israel, sondern ein Angriff auf westliche Werte insgesamt. The fact that Tehran is quite angry with the Hamas for this action is, of course, something that doesn't confuse these academics. The fact that the Hamas and other Palestinian resistance movement warned Israel that if the Israelis would continue to violate Al-Aqsa,
if they will continue to ethnic cleanse Jerusalem, if they will continue to allow the settlers to kill and to wound, and if they will continue the inhuman siege of Gaza, the Palestinian resistance will react. This is the simple truth, and this is why what happened on the 7th of October happened. Die Tatsache, dass Teheran recht wütend auf die Hamas ist, wegen der Aktion am 7., bringt allerdings diese AkademikerInnen nicht aus dem Konzept. Nun hat aber die Hamas und auch andere Gruppen des palästinensischen Widerstands Israel wiederholt gewarnt, dass wenn Israel dabei fortführen würde, Al-Aqsa zu verletzen, die ethnische Säuberung voranzutreiben, den Siedlern zu erlauben, im Westjordanland die PalästinenserInnen zu töten, dass dann der palästinensische Widerstand reagieren würde. Das ist eine einfache Wahrheit und das ist das, was geschehen ist. And this is what is so sad about the events of this last November and October. As terrible as they are not going to change anything. This is the bad news. You would have hoped that such a large number of killing, of wounding, of damage, carnage, would make people see the situation in a different way. But this is not going to happen, unfortunately, in the immediate future. Israel will continue to look for ways, as it did since 1948, how to have as much of Palestine as possible with as few Palestinians in it as possible. This is not going to change. The Palestinian resistance will continue to resist. Sometimes it would use, okay. Thank you. Okay. Was nun aber an den Geschehnissen im Oktober und im November nun so traurig ist, dass egal wie furchtbar sie sein mögen, sie grundlegend nichts ändern werden. Bei all der Verheerung, bei all dem Töten hätte man hoffen können, dass es Menschen dazu würde bringen können, anders auf die Situation zu sehen. Doch zumindest in der unmittelbaren Zukunft wird es nicht geschehen. Israel wird weitermachen, damit so viel Palästina zu bekommen, mit so wenig Palästinensern darin wie nur irgendwie möglich. Und auch der palästinensische Widerstand wird weitergehen. And the actions of ethnic cleansing in the West Bank will continue. The discrimination against the Palestinian citizens of Israel will continue. And the Palestinian refugees will still not have the right to return, which is recognized by the international community. Die ethnische Säuberung im Westjordanland wird weitergehen. Die Diskriminierung von palästinensischen Bürgern Israel wird weitergehen und die palästinensischen Geflüchteten werden auch weiterhin kein Recht auf Rückkehr haben, das anerkannt ist von der internationalen Gemeinschaft. But this is for the short run. We should be looking a bit wider into a more distant future and be more optimistic about it. Because it may take time, but one of the lessons the Israelis are not willing now to learn, but they will learn it, is that actually they don't have the military power to solve their problem with the Palestinians. Das allerdings betrifft nur die kurze Frist. Wir müssen weiter in die Zukunft blicken und das bietet uns Anlass zur Hoffnung. Es wird Zeit brauchen, doch irgendwann werden auch die Menschen in Israel die Lektion lernen, die sie jetzt noch nicht zu lernen bereit sind, nämlich, dass auch sie die militärische Kraft nicht besitzen,
die palästinensische Frage zu lösen. This will not happen by itself. For this we need you. We need the solidarity movement because we are facing what I like to call two global coalitions. Das wird nicht von selbst geschehen. Dazu brauchen wir euch, dazu brauchen wir die Solidaritätsbewegung, denn wir sehen uns dem gegenüber, was sich zwei weltweite Bündnisse bezeichnen. There's Global Israel, which is a coalition of governments, security companies, military industry, and other strategic factors who regard Israel as an asset, either from cultural point of view or military point of view or economic point of view. And it is a very strong coalition, as you know. Das eine Bündnis nenne ich das weltweite Israel. Das ist ein Bündnis der Regierungen, der Sicherheitsunternehmen, der militärischen Industrie und weiterer strategischer Faktoren, die Israel als ein Asset. In Deutschland? In Deutsch? Ein Asset. Einen Wert, richtig, die es als einen Wert betrachten, auf verschiedene Weise, einen kulturellen, einen politischen, einen wirtschaftlichen, auch einen militärischen. Against this coalition, we have Global Palestine. And you are part of Global Palestine. Global Palestine is the many, many people in the civil societies all over the world who support justice for Palestine, not just for the Palestinians, but they believe that justice for Palestine is justice for all the other things which are not right in their society. Diesem Bündnis steht ein weiteres Bündnis gegenüber, das weltweite Palästina, von dem ihr ein Teil seid. Es sind etliche Menschen in den Zivilgesellschaften, die die Gerechtigkeit für Palästina unterstützen. Nicht nur, weil es die Gerechtigkeit für Palästina ist, sondern weil es die Gerechtigkeit für all die anderen Fragen ist, die in den Gesellschaften nicht richtig sind. It's not surprising that the same people in Italy that want to send the life seekers, the refugees, to Albania, and the people in Britain that want to send the refugees to Rwanda are the greatest supporters of Israel. Es ist kein Zufall, dass in Italien diejenigen, die Menschen, die nach Hilfe suchen, nach Albanien abschieben wollen, die gleichen sind, und auch nicht in Großbritannien diejenigen sind, die Menschen zurück nach Ruanda schicken wollen, dass es die gleichen sind, die Israel unterstützen. This idea that when you struggle for Palestine, you don't forget the injustices in your own society has turned the Palestine issue to the most important subject that connects people from different parts of the world, from the Zapatistas in Mexico, the African Americans in the United States, the First Nations in Australia, workers in Argentina, because it is very clear that Palestine symbolizes the injustice of the West against the people that the West used to colonize and controlled for hundreds of years of imperialism and colonialism. Es ist diese Idee, dass wenn man für Palästina kämpft, man die eigenen Ungerechtigkeiten in der eigenen Gesellschaft nicht vergisst. Und so wurde die Frage der Befreiung Palästinas zu einem wichtigen
Faktor, um den sich verschiedene Kämpfe vereinen, seien es die Zapatistas in Mexiko, die afroamerikanische Bewegung in den USA, die indigene Bevölkerung, die First Nations in Australien, die Arbeiterinnenbewegung in Argentinien. Sie alle wissen, dass Palästina zu einem Symbol geworden ist für die Ungerechtigkeiten, die der Westen über hunderte Jahre hinweg des Imperialismus und des Kolonialismus denjenigen Menschen angetan hat, die er unterworfen hat. And this is why we oppose Zionism, because we are not afraid to talk about Muslim racism when we find it, Christian racism, Hindu racism. We should not be afraid to talk about Jewish racism, because that doesn't mean, in all the cases I just mentioned, Christianity, Islam, Hinduism, Judaism, that doesn't mean that the religion is racist. It just means that there are people who are using these religions for racist ideas. And if you don't include Zionism as an ideological Jewish racism, you have no right to condemn the other forms of racism. Und das ist der Grund, weshalb wir den Zionismus ablehnen, weil wir uns nicht fürchten, über den muslimischen Rassismus zu sprechen, über den christlichen Rassismus, über den hinduistischen Rassismus. Ebenso wenig haben wir Angst davor, über den jüdischen Rassismus zu sprechen, weil es eben nicht bedeutet, dass das Christentum, das Judentum, der Islam, der Hinduismus als Religionen rassistisch sind, sondern dass es Leute gibt, die diese Religionen für rassistische Zwecke gebrauchen. No, but they understood. They clapped. That's okay. That's okay. It's my last sentence, as you can. I see that Marco gets tired. So do I. So to sum up, I think that, like every time in history, when you have such a terrible reality as we are experiencing, not we, the people of Gaza, are experiencing now, we always have to think, first of all, of what can we do to stop it. And I know you all did a lot. And I think in many ways the ceasefire now is the result of public opinion, which shows that it has to be increased because contrary to what the Israelis say, they are susceptible to pressure. You can pressure them. Um also zusammenzufassen, glaube ich, dass jedes Mal in der Geschichte, wenn wir mit so einer schrecklichen Realität konfrontiert sind, oder besser gesagt die Menschen in Gaza mit einer so schrecklichen Realität konfrontiert sind, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun müssen, um dem Einhalt zu gebieten. Ihr habt bereits eine Menge getan und die Feuerpause, die wir nun haben, ist, so denke ich, ein Resultat des öffentlichen Drucks. Und entgegen dessen, was die israelische Regierung behauptet, ist sie anfällig für diesen öffentlichen Druck und deshalb müssen wir ihn weiter erhöhen. And after that, we should continue the pressure, because without our pressure, the Palestinians would continue to suffer from oppression and colonialism. They cannot fight it by themselves. They need us, and they need our solidarity. And what is very clear, and this will come out a bit later, that the Palestinians are going to stay in historical Palestine. And the Israelis have only two options. Either they would allow the Palestinians normal life and equal citizens all over Palestine and allow the return of the refugees and connect Palestine back to the Arab world, not
make it a European island, or continue the bloodshed. And they learned that on the 7th of October, not only Palestinian blood is being shed when you have an ongoing conflict. Und dann werden wir den Druck weiter fortsetzen müssen, denn wenn wir den Druck nicht weiter erhöhen, werden die PalästinenserInnen weiter leiden unter der Unterdrückung. Das heißt, für uns ist es sehr deutlich, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, denn die PalästinenserInnen werden im historischen Palästina bleiben. Israel hat also zwei Optionen. Entweder wird sie den PalästinenserInnen ein normales Leben ermöglichen, mit gleichen Bürgerrechten und dem Recht auf Rückkehr aller Geflüchteten. Sie würden erlauben, dass Palästina sich wieder verbindet mit dem Rest der arabischen Welt, dass es kein europäischer, kein westlicher Außenposten mehr ist. Oder aber das Blutvergießen wird weitergehen. Und was sie am 7. Oktober gelernt haben, ist, dass es nicht nur palästinensisches Blut ist, das in einem solchen Konflikt vergossen wird. And the last thing we should not allow is for people to use the 7th of October to lead us to forget what the Palestinians are fighting for. They are fighting for normal life, for freedom, not for killing Jews, not for genocide, not for all the things that now are being attributed to the Palestinian resistance movement. This is a struggle for normal life in the home country of the Palestinians, which will also be good for the Jews who live in Israel. Zionism is not only bad for Palestinians, it's also not very good for the Jews. So let's hope for a better future for all of us. Thank you. We've got a second one after this. Zuletzt möchte ich betonen, dass wir nicht zulassen dürfen, dass uns die Geschehnisse vom 7. Oktober dazu führen, zu vergessen, wofür die PalästinenserInnen tatsächlich kämpfen. Denn sie kämpfen für ein normales Leben, für die Freiheit. Sie kämpfen nicht dafür, Juden umzubringen oder für einen Genozid oder was auch immer ihnen gerade zugeschrieben wird. Dieser Kampf ist letztlich nicht nur gut für die PalästinenserInnen, sondern auch gut für die Juden. Denn der Zionismus ist nicht nur schlecht für die PalästinenserInnen, ist auch nicht besonders gut für die Juden dort. Hoffen wir also auf eine bessere Zukunft für uns alle. Ich möchte mich ausdrücklich nochmal im Namen der Veranstalter Salam Shalom, Frauen in Schwarz, der jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe bedanken. Zum einen natürlich bei Ilan und zum anderen auch für die Übersetzung.